Leute, der neue GT3 wurde gerade vorgestellt. Gestern Abend kam noch die Meldung, der Post vom Porsche Newsroom. Jetzt ist er auch wieder verfügbar für den 992 als GT3 mit Touring-Paket. Das heißt kein Flügel mehr. Und ich habe jetzt mal mich so ein bisschen reingelesen in das Fahrzeug. Das klingt alles sehr gut, aber da sind so ein paar Dinge dabei, wo ich sage, die einen 991.2 GT3 Touring haben, freut euch, euer Fahrzeug, glaube ich, wird gut an Wert zulegen, weil der neue GT3 Touring unterscheidet sich doch sehr in vielen Dingen. Aber das gucken wir uns gleich an. Erstmal kurz GT3 Touring, technische Daten, Neuerung. Im Prinzip die einzige Neuerung ist tatsächlich, dass der Flügel weg ist. Technisch gesehen gibt es jetzt das erste Mal auch das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe für den GT3. Das heißt, im Gegensatz zu dem Vorgänger ist das wirklich etwas ganz Neues. Der war nur mit 6-Gang-Schaltgetriebe verfügbar. Technisch sind die auch nicht anders von dem Flügelfahrzeug. Mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe gucken wir auf 1418 Kilogramm, 320 km/h Topspeed und 3,9 Sekunden auf 100. Mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gucken wir auf 1435 Kilogramm, 318 km/h Topspeed und einer Beschleunigung von 3,4 Sekunden auf 100. Das ist halt wirklich brutal schnell. Fahrwerk ist dasselbe, das heißt, wir haben die Doppelquerlenker an der Vorderachse, die diesem Fahrzeug ja wirklich eine enorm verbesserte Straßenlage, Rennstreckenlage, muss man sagen, eigentlich geben, weswegen der neue GT3 ja auch tatsächlich auf der Nordschleife schneller ist als ein 991.2 GT3 RS, und das ist natürlich auch bei diesem GT3 Touring so. Das heißt, wir fahren im Prinzip einen 991.2 GT3 RS von der Performance her ohne Flügel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon wirklich heftig von der Performance her. Beide GT3s sind beim selben Startpreis, heißt 170.969 Euro geht es los, egal ob ihr einen Flügel wollt oder nicht. Dazu ist natürlich zu sagen, auch wenn jetzt wesentlich mehr GT3s gebaut werden, gerade beim GT3 Touring wird die Stückzahl, glaube ich, enorm steigen durch das Doppelkupplungsgetriebe. Man geht nicht in ein Porsche-Zentrum und bestellt so ein Auto, ne? Ihr wisst, wie es ist, da die Quote für zu bekommen, ist nicht einfach. Wenn ihr wollt, kurzer Werbeblock für Laura Siebert, könnt ihr gerne mal eine E-Mail schreiben, fragen, wie es aussieht im Porsche-Zentrum, ob noch Quoten vorhanden sind. Und jetzt geht es hier weiter. Wir starten den Konfigurator mal fix. Und da ist das erste Ding, was mir sofort ins Auge fällt. Und ich glaube euch auch. Guckt euch mal den Bugteil an. Die haben das in Wagenfarbe lackiert, verpflichtend in Wagenfarbe lackiert, was beim normalen GT3 mit Flügel schwarzes Plastik ist. Das sah da schon nicht so geil aus, hier dieser untere Teil. Und jetzt in Wagenfarbe. Das funktioniert wie in dem Pressebildmaterial, was ich hier gerade am Info eingezeigt habe, wenn das Fahrzeug zum Beispiel in Achatgrau Metallic lackiert ist. Ne? Und ich glaube, deswegen haben die das auch gemacht. Da sieht es halt gut aus, ja, da fällt das weniger auf, aber wenn wir jetzt zu knalligen Farben gehen, Lava Orange, schwierig, Shark Blue, an der Grenze, Python Grün, ja, ist schwierig. Ganz schlimm ist es, finde ich, bei Weiß. Das sieht echt nicht gut aus. Das ist der Vorgänger, ich blende mal ein Bild ein, die Front, die sah so schön aus. Der GT3 991.2 war einfach Bombe. Und das war jetzt hier schon bei dem 992 GT3, so als der vorgestellt wurde, dachte ich mir so, wenn der Touring kommt, das wird schwierig. Auch die beiden Luftauslässe mit dem alleinstehenden Porsche-Wappen dazwischen. Für Rennstrecke sage ich, ist okay, ja, ist halt ein mega aggressives Auto, das passt irgendwie. Sieht einfach nach Racecar aus, ja. Kann man immer sagen, because Racecar, wenn jemand fragt. Aber bei einem Touring, der wirklich für die Straße gemacht ist, schwierig. Und jetzt ist das wirklich verpflichtend lackiert. Wir nehmen mal eine Farbe, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich finde, GT3 Touring muss auch klassisch gemacht sein. Enzian Blau Metallic. Da fällt es auch wenig auf, ist nicht sehr auffällig. Da kann man wirklich damit leben, aber bei den anderen Farben schwierig. Ja, Räder, die ganz normalen 2021 Zöller GT3 Räder, gibt keine andere Auswahl. Radzubehör, genau wie beim GT3. Das heißt, wir können hier auch ganz crazy gehen und sagen, wir machen Neodym Seidenglanzräder. Wir lassen die einfach mal im Silber. Ich finde, das passt sehr gut. Was mir jetzt hier gerade auffällt, dieser Silberton passt nicht perfekt zu dem Silberton der Scheibenumrandung. Sitze. GT3 Touring würde ich verstehen, wenn man jetzt nicht die Vollschalensitze nimmt. Ich wähle sie jetzt trotzdem aus, weil
Bei den 18 Wegesitzen, was im Prinzip ja, wenn man das Fahrzeug jetzt nur auf der Straße fährt, sind die vollkommen ausreichend. Ja? Also man braucht da, wie krass will man ein Auto fahren, dass man immer Vollschaden sitzen möchte. Wenn man jetzt Touringfahrer ist und man wirklich lange Distanzen fährt mit dem Fahrzeug, dann reichen diese Komfortsitze in Anführungszeichen natürlich vollkommen aus. Die haben jetzt hier kein Memory-Paket. Ich sage jetzt nochmal, ich weiß nicht wie es beim Vorgänger war. Natürlich gibt es diese Sitze, exakt die im 992 mit Memory-Paket. Das ist jetzt gar nicht auf diesem Komfort-Einstiegsfeature, dass sich alles zurückfährt, gemeint meine Kritik, sondern eher darum, jedes Mal sich das einzufummeln mit 18 Wegen. Das ist halt echt nervig. Sobald jemand anders das Auto fährt, sitzt ihr 2-3 Minuten in diesen Sitzen und stellt sie euch ein. Einzig logische Schlussfolgerung, man nimmt halt die Vollschalensitze. Ja. Ist eh besser für den Wetterhalt, wird euch jeder sagen. Aber trotzdem, ich wollte es nur darauf hinweisen, falls jemand drüber nachdenkt und sich denkt, nein, es gibt kein Memory-Paket. Was mich auch gleich weiter zu meinem nächsten Punkt führt. Das Lenkrad. Vielleicht haben es Leute in meiner GT4-Review gesehen, das Lenkrad hatte keinerlei Knöpfe. Und das, finde ich, muss eigentlich auch bei einem GT-Fahrzeug so sein. Und mit dem neuen 992 GT3 ist dieser Trend beendet. Das heißt, wir können telefonieren. Wir brauchen natürlich Knöpfe, um die digitalen Anzeigen durchzuschalten, weil wir haben die ja rechts und links bei diesem Fahrzeug. Das heißt, der Knopf, den wir hier sehen auf der rechten Seite am Lenkrad, der ist wirklich wichtig. Da gibt es noch einen Drive Mode Selector. Sowas hat ein 991.2 GT eigentlich auch nicht. Um natürlich dann sowas wie den neuen Track-Modus anzuwählen. Ne? Das finde ich aber gerade die beiden Walzen braucht man nicht wirklich. Also da hätte man auch einfach 2 Knöpfe machen können zum Durchschalten. Wäre ein bisschen einfacher, gerade mit Schaltgetriebe, aber auch mit Schaltwippen passiert das relativ häufig, dass man diese Knöpfe kommt. Und wenn man dann jetzt andauernd zum Beispiel an die Sprachaktivierung kommt, die halt genau da sitzt, wo man manchmal mit einem Daumen drauf rutscht, ja, das ist dann, wenn man 250 Nordschleife Schwedenkreuz fährt, vielleicht nicht das Geilste, was man haben möchte. Aber gut, es ist halt so, sonst ist alles wie beim 992 oder beim GT3. Wir gehen weiter bei der Ausstattung, das heißt Exterior genau wie beim normalen GT3. Leichtbaudach aus Carbon kann man sich dazu nehmen. Schutzfolierung, Außenspiegel in Exterieurfarbe lackiert, so ganz normaler Kram, die Türprojektoren. Aber Leute, also es gibt sowas für dieses Auto, dass der Porsche auf dem Boden scheint, aber es gibt keinen Radarabstandshalter. Und auch kein Spurwechselassistent. Aber sowas gibt es, ne? Uiuiui. Außenspiegel Carbon, also alles im Prinzip rein optisch. Antrieb, Fahrwerk, jetzt ist halt spannend. PDK ist nicht aufpreispflichtig, im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen wie beim GT4 zum Beispiel. Ja, Chrono-Paket inklusive Vorrüstung, Lap-Trigger. Holt man sie natürlich dazu, um die Uhr drauf zu haben, sonst macht es wenig Unterschied. Kraftstofftank, 90 Liter, Logo. Keramikbremsanlage, ja, da braucht man nichts zu sagen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Gibt es ewig viele Infos online. Ich bin eher bei der Stahlbremsanlage, bin ich ehrlich. Bremssättel kann man sich in schwarz Hochglanz lackieren. Hier bei dem Fahrzeug finde ich es eigentlich ganz cool, oder wir machen es mal. Hat er noch nicht aktualisiert, macht er dann noch. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Bremssättel zu den Reflektoren und zu der Rückleuchte passen. Ja, Lüftsystem vor der Achse braucht man auf alle Fälle. Dieses Fahrzeug wirklich extrem niedrig. Wenn man das nicht hat, man zerschrabt sich da alles um. Ist aber nicht schlimm, das ist ja auch nur eine Plastiklippe, die ist jetzt nicht so teuer, aber wenn man nicht rauskommt, kommt man halt nicht raus aus der Einfahrt. Ja. Lichtpaketen gibt es komplett bis zu LED-Matrix, Hauptscheinwerfern sogar abgedunkelt. Das ist dann auch richtig teuer, 3.500. Ist was am Auto jetzt nicht so wild, ist im Prinzip eigentlich nur das Design. Ja, das ist wirklich alles. Ich nehme mal nicht die abgedunkelten, weil ich das ja sehr schön als Kontrast finde, dass so ein bisschen heller Silberntöne drin sind. Passt, finde ich, sehr schön zu dem Enzian-Blauen. Ja, Exclusive Design Heckleuchte kann man sich natürlich auch dazu nehmen. Dann ist die hier transparent, was er jetzt wieder nicht aktualisiert. Dieser Konfigurator, manchmal will er nicht. Hier haben wir mal schon mal die schwarzen Bremssättel mit der Exclusive Design Heckleuchte. Finde ich, passt das auch eigentlich immer gut zusammen. Ja, automatisch abblendbare Außenspiegel, Privacy-Verglasung, kann man sich alles schön dazu nehmen. Komfortassistenzsystem ist sehr wenig. Also es gibt maximal eine Rückfahrkamera, kein 3D Surround View. Ja, Verkehrszeichenerkennung, Homelink-Öffner, ja,
alles rein. Das kostet im Prinzip bei dem Fahrzeug nichts dazu. Rückfahrkamera ist absolutes Muss bei so einem Fahrzeug. Lichtdesignpaket Interieur, wie wir es kennen aus dem 992. Sitzheizung gibt es natürlich auch, aber nicht in Verbindung mit den Sportschalensitzen. Ist logisch. Jetzt hat er auch die Exclusive-Rückleuchte aktualisiert. Ist wirklich schick, wenn man das auch mit den schwarzen Bremsen hat, hat man wirklich nur noch ganz wenig Rot, nämlich hier das in den Reflektoren. Schlüssel, Sicherheitsgurte, wie wir das alles kennen, passt auch gut, kann man wirklich auch in die Exclusive Manufakturoptionen gehen. Das ist natürlich aber auch so ein Fahrzeug, da geht man auch gerne mal direkt nach Zuffenhausen, geht in Individualfarbe, in andere Interieurfarben kann man sich auch machen. Ist wahrscheinlich enorm teuer, aber wenn man die Quote für so ein Fahrzeug hat, kann man da auch wirklich drüber nachdenken. Mehr Leder ins Interieur kann man natürlich machen. Die Racetex, das heißt das Alcantara, kann man sich auch machen. Am besten ist es eigentlich auf dem Lenkrad, wenn man wirklich Rennstrecke fahren will. Gibt es hier jetzt aber auch nicht. Dachhimmel ist halt ganz cool. Krass, ist sogar nicht aufpreispflichtig. Wirkt einfach wesentlich hochwertiger als ein normales Stoffhimmel, finde ich. Carbon gibt es natürlich auch. Türeinstiegsleuchten kann man sich auch personalisieren. Das ist eine feine Sache. Man kann sich auch das Interieurpaket Carbon nehmen. Dann nimmt das hier vorne auf der Konsole und auch die Zierleisten in der Tür sind halt cool. Und beim 992 ist es halt so schick, weil die ja zum Teil immer noch Aluminium sind. Da ist so ein kleiner Carbonstreifen drin. Das ist wirklich richtig schick. Jetzt hat er es auch gemacht. Wir sehen es hier unten am Schalthebel. Wir sehen es hier oben auf dem Dashboard und da schön in der Tür zusammen mit dem dunklen Aluminium müsste es sein. Das sieht wirklich toll aus. Ja, dann Aluminiumpaket kann man es natürlich auch nehmen. Audiokommunikation, Bose, Logo. Wenn man so ein Auto viel fahren möchte, warum nicht? Ist halt einfach schön. Man kann sich, das dreht sich gar nicht so sehr um den Klang an sich. Die Basstöne sind halt ein bisschen schöner, habe ich gemerkt. Und es gibt halt noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten. Ne? Also es ist jetzt bei einem 911er nicht so krass ein Unterschied. Ich finde aber, das Geld ist noch angemessen. Bei Porsche Vehicle Tracking Plus, bisschen für die Sicherheit und Werksabholung. Jetzt abschließend, was mir an diesem Fahrzeug nicht gefällt, die Motorabdeckung. Ich blende mal das Bild ein. Also das ist echt viel Plastik. Warum? Ich weiß es nicht. Es klingt jetzt sehr nörgelig, aber ich weiß nicht, bei einem Auto, was halt 200.000 Euro kostet, so viel Plastik auf der Motorabdeckung zu haben und auch noch das ganze Plastik vorne. Immerhin ist es hier jetzt lackiert. Aber trotzdem, ich finde es halt wirklich nicht so schön. Der alte GT3 Touring, der sah wirklich hochwertiger aus, fand ich. Also so Kleinigkeiten wie diese Motorabdeckung, die war halt schön mit metallenem Gitter gemacht und dann war das kleine GT3 Touring Logo in der Mitte. Das hier ist jetzt natürlich auch noch metallenes Gitter, aber dann ist halt dieses riesen Plastikding da drin mit der dritten Bremsleuchte, die auf dem Motordeckel sitzt. Beim anderen war die schön so ein kleiner, dünner Lichtstrahl. Jetzt auch hier noch bei dem Fahrzeug hat den normalen Flügel. Das heißt, wenn jemand mit einem normalen Basis-Carrera neben dir steht, in deinem GT3 Touring, habt ihr denselben Heckflügel. Und wenn der natürlich auf ist, das sieht so ein bisschen aus wie Waschmaschine offen. Das hat mir und auch anderen Leuten noch nie so wirklich gefallen beim 992. Es sieht halt mega clean aus, wenn der Spoiler unten ist. Und die Seitenansicht, das sieht halt echt, das ist halt schon fett nach hinten. Also wow. Das ist schon wirklich richtig schmackhaft. Auch die Sportabgasanlage, die halt so schön in der Mitte sitzt, wie es für einen GT3 sein muss, das ist schon wirklich, wirklich fett. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Von hinten das Auto ist Traum. Den Motordeckel kann ich ein bisschen übersehen. Beim anderen GT3 war es halt schön, weil der dicke Flügel da saß und hat das so ein bisschen kaschiert. Das war meine GT3 Touring Preview. Ja. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mehr auf die Kritik konzentriert, weil das Auto ist mega geil, da braucht man eigentlich auch gar nichts zu sagen. Es wird, glaube ich, auch kein Wundern, dass dieses Auto mega geil sein wird. Ich bin sehr gespannt auf die Reviews, gerade was die Doppelquerlenker-Vorderachse angeht, ob das, wenn man das Auto viel auf der Straße fährt, das dann wirklich so viel besser ist als der Vorgänger. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr besonders von den Kritikpunkten? Bin ich da alleine? Stimmt ihr dazu? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, lasst gerne ein Abo da. Guckt euch gerne die anderen Reviews und Previews an von Porsche Fahrzeugen und Porsche Modellautos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao!